Das Allerbeste für einen Hersteller ist, wenn jede Generation eines Produktes sich nur leicht von der vorhergehenden Generation unterscheidet. Es also immer wieder erkennbar ist, um welches Produkt es sich handelt und jedes Mal das Produkt auch absolut gefeiert wird, wie der Porsche 911, das Apple iPhone, der Schinkenspicker. Allerdings auch im Lastenradbereich gibt es sowas. Ich bin Tillmann von der Radelbande und das hier ist das brandneue Tern GSD. Und das können wir als Familie für euch schon mal ein paar Wochen testen. Zunächst ein Transparenzhinweis. Tern hat uns dieses Bike ausgeliehen und sie unterstützen die Produktion des Videos finanziell. Sie haben uns allerdings nicht gesagt, was ich irgendwie wie vorher sagen soll. Alle Gedanken und Äußerungen sind meine bzw. unsere eigenen und Tern bekommt das Video auch nicht zu sehen, bevor ihr es zu sehen bekommt. Und damit steigen wir jetzt mal ein. Tern hat 2017 das erste GSD vorgestellt, das Get Stuff Done. Und es war ein echtes Erfolgsmodell. Eine geringe Größe, eine hohe Kapazität, ein großes Zubehörprogramm zeichneten das Lastenrad des Faltradspezialisten aus. 2021 kam dann die zweite Generation raus mit einem doch deutlich veränderten Rahmen, aber es war immer noch als Tern GSD erkennbar und es hatte auch immer noch die gleiche kompakte Größe. Und jetzt 2025 kommt das dritte Modell raus, die dritte Modellgeneration und es sieht immer noch aus wie ein Tern GSD. Es hat sich aber trotzdem einiges geändert und dem wollen wir jetzt mal auf den Grund gehen. Tern weiß wirklich, wie man sich ein Markendesign aufbaut, denn die neue Generation des GSD unterscheidet sich optisch auf den ersten Blick kaum von den Vorgängern. Und das ist was Gutes, denn sie übernehmen bei diesem Bike die Designdetails, die die Vorgänger so erfolgreich gemacht haben, ergänzen sie aber durch Neuentwicklungen, die in den letzten Jahren auch in den anderen Tern-Modellen Einzug gehalten haben. Und haben auch noch ein paar ganz neue Ideen. Die Frontrahmenpartie zum Beispiel hat weiterhin ein Tapered Steuerrohr mit einem massiven unteren Rahmen für möglichst große Stabilität. Dieses Schutzblech hier hinten ist ein riesiges Kunststoffteil, das nicht nur vor Wasser von unten, sondern auch die Füße vor den Speichen schützt und hervorragend funktioniert in Kombination mit diesem ebenfalls komplett neu entwickelten Kettenkasten. Das Unterrohr hier vorne ist ebenfalls neu gestaltet worden, hat jetzt einen flacheren Winkel, ist deutlich länger geworden und hat auch einen größeren Durchmesser bekommen. Und ebenfalls einen größeren Durchmesser hat jetzt das Sitzrohr bekommen und damit auch diese zweigeteilte Sattelstütze. Und Tern-typisch hat das auch einen Namen. VLT, Very Large Telescope. Und diese Änderungen sorgen nun dafür, dass dieses Rad bis zu 210 Kilogramm Gesamtgewicht freigegeben ist und Menschen bis zu 130 Kilo hier drauf Platz nehmen können. Und sie dürfen sehr groß sein, aber auch sehr klein. Und auch die Lenkerposition lässt sich leicht verstellen. Denn auch in der neuen Generation kommt wieder der altbekannte Andros-Vorbau zum Einsatz, der sich mittels zweier Schnellspannhebel sehr einfach lösen lässt. Und dann kann der ganze Lenker ganz leicht im Winkel und in der Neigung verstellt werden. Wird so höher und kommt näher ran oder flacher und geht weiter weg für eine sportlichere Sitzposition. Das S bzw. die S-Modelle sind dann noch mit dem smarten System von Bosch ausgestattet. Das heißt, wir haben die LED-Remote hier, ein Kiox 300 in der Mitte und damit auch alle Möglichkeiten, die das smarte System bietet, inklusive in diesem Falle auch ABS. ABS ist natürlich dann wichtig, wenn ihr das ganze Jahr über durchfahrt, um eine möglichst hohe Sicherheit zu haben. Denn wenn ihr bremst und das System merkt, dass das Vorderrad rutscht, dann wird die Bremse gepumpt und zwar vollautomatisch, sodass ihr nicht wegrutscht, sondern das Bike immer kontrollierbar bleibt. Also ein ziemlich guter Zuwachs
Im Bereich der Sicherheit ist natürlich in diesem Falle nur möglich mit dem smarten System, denn dieses ABS lässt sich dann auch noch auf die entsprechenden Bedürfnisse anpassen. Dann haben wir natürlich die Bremshebel rechts und links und der Vorteil, dass hier das ABS verbaut ist, ist, dass dann auch ein hebelabhängiges Bremslicht möglich ist. Hier auf der rechten Seite dann den Schalthebel von der 10-Gang-Kettenschaltung, gute Ergon-Griffe sowie dann die Schalter für die Beleuchtung. Und das Tolle an diesem Scheinwerfer ist, der ist auch mit Fernlicht ausgestattet. Und diese Schalter sind hier sehr schön integriert in diese Bremsgriffe. Und dann ist hier noch dieser Hebel. Der ist für den Ständer. Tern war einer der erste Hersteller, der einen einrastbaren Ständer an sein Longtail-Lastenrad gebaut hat. Und die Vorteile sind vielleicht nicht sofort klar, aber in der Benutzung ist das wirklich sehr angenehm. Denn dadurch muss der Ständer nicht über einen gewissen Kipppunkt gebracht werden, sondern er rastet genau an diesem Kipppunkt ein. Und das macht das Rad auch, wenn es beladen ist, ziemlich einfach auf den Ständer zu bringen. Und wenn man es dann wieder vom Ständer runterbringen möchte, wenn man es ausrasten möchte, dann zieht man einfach wieder diesen Hebel und das Rad nach vorne. Und schon schnappt der Ständer wieder zurück. Und in der dritten Generation des GSD wurde der Ständer auch nochmal deutlich verändert. So sieht er jetzt deutlich schlanker aus als der Ständer in der zweiten Generation. Die Füße wurden breiter gemacht und sind jetzt nochmal besser gummiert. Und dieser ganze Einrastmechanismus wurde nochmal vor Verschmutzung geschützt. Hier mit diesem weichen Silikonteil. Und was hier dann auch auffällt, hier hinten ist bei den S-Modellen so eine kleine Buchse, eine kleine Lasche. Und wenn man die öffnet, dann findet man darunter ein USB-C-Port. Ja, das hat sich Tern so gedacht, dass man da dann das Handy laden kann, das Tablet für die Kinder, irgendwelche weitere Beleuchtung hier hinten fürs Fahrrad. Etwas merkwürdige Positionierung, wenn ihr mich fragt, aber da ist sie halt. Die USB-C-Buchse am Tern GSD. Immerhin mehr als Bosch uns liefert. Der Hauptständer ist aber natürlich nicht die einzige Möglichkeit, das Tern GSD abzustellen. Beinahe schon traditionell lässt sich natürlich auch die dritte Generation wieder aufs Heck stellen. Und dann, wenn man noch diesen Vorbau hier verwendet, dann nimmt das ganze Rad wirklich sehr wenig Platz weg und lässt sich in der kleinsten Nische parken. Und wenn man es so dann auch flach macht, kriegt man es sogar in den einen oder anderen Kombi rein. Also sofern ihr mit diesem Rad noch ein Kombi braucht. Und da sind wir jetzt bei dem Cargo-Aspekt. Der Hauptgepäckträger ist Longtail-typisch natürlich hinten. Aber auch hier vorne gibt es einige Möglichkeiten, die man hier an diese beiden Aufnahmen an dem Steuerrohr dran schrauben kann. Und die sinnvollste ist wahrscheinlich dieser Frontgepäckträger hier. Der darf 20 Kilo tragen, ist richtig massiv gefertigt und hat eine Grundfläche von 30 x 40 cm, also halbes Eurobox-Maß. Und dank dieser flachen Oberfläche und der vielen Verzurmöglichkeiten ist er wirklich vielseitig einsetzbar. Auf der Rückseite hat er dann zusätzlich 2 Anschraubpunkte, die diese 3 Anschraubpunkte hier am Rahmen noch ergänzen. Zum Beispiel für einen Flaschenhalter, in diesem Falle Fitlock, oder so eine Tasche hier, zum Beispiel für, wie süß, ein Delfin. Und hier hinten gibt es eine recht große Neuerung. Erstmal ist er, wie auch der Vorgänger, bis 100 Kilogramm freigegeben. Und im Vergleich zu den ersten beiden Tern GSDs ist der Gepäckträger jetzt nicht mehr Teil des Rahmens, sondern an dem Rahmen verschraubt. Ähnlich wie das beim mächtigen Orox oder auch beim Quick Haul Long der Fall ist. Und das gibt Tern einige Möglichkeiten. Es gibt natürlich Streben für klassische Packtaschen hier oben. Auch 2 hintereinander passen hier ran und unterhalb sind dann hier diese Leisten montiert, um die Staudex zu montieren. Die sind ziemlich cool, denn auf der einen Seite sind die erstmal recht groß und es lassen sich halt Kinderfüße oder große Packtaschen drauf abstellen oder anderes Ladegut, was ihr so durch die Gegend transportieren müsst. Aber sie lassen sich auch in mehreren Stufen in der Neigung verstellen. Und damit könnt ihr dann zum Beispiel auch nicht ganz so volle Packtaschen komprimieren oder, wenn ihr das Rad möglichst schmal abstellen wollt, sie auch ganz wegklappen. Aber das ist, wie ihr hier oben seht,
nicht die einzige Option für das Tern GSD. Denn auch für die dritte Generation macht Tern seinem Ruf als Zubehörweltmeister wieder alle Ehre. Und stark finde ich auch, dass sie darauf geachtet haben, dass die Zubehöre für die älteren Generationen und auch für viele andere Tern-Modelle hier an die dritte Generation des GSD passt. Vorne für den vorderen Gepäckträger gibt es zum Beispiel einige Taschen, viele sehr kreative Möglichkeiten, wie zum Beispiel auch eine Thermotasche, die wir im letzten Jahr beim Quick Haul Long dabei hatten. Aber hier hinten, hier haben wir eine klassische Zwei-Kinder-Mitnahme-Option. Wir haben das Clubhouse, das klassische, mit stabilen Aluminiumrohren ausgestattet und hat dann hier noch solche Abstandhalter. Wenn das Rad dann tatsächlich doch mal kippen sollte, sind dann die Hände der Kinder noch mal etwas besser geschützt. Die Sitzpolster an sich lassen sich beliebig konfigurieren. Die sind schön gestaltet, sind schön gepolstert, lassen sich leicht abwischen, saugen sich nicht mit Wasser voll. Und als cooles Extra ist hier dann auch noch so ein kleiner Gurt mit dabei. Das ist ein richtiger kleiner Flugzeuggurt für die kleinen Passagiere, der sich sehr einfach verwenden lässt. Ist eine sehr coole Möglichkeit für die Zeit zwischen dem klassischen Kindersitz und diesen Sitzpolstern. Es lassen sich natürlich auch Kindersitze montieren und interessant hier in der dritten Generation des GSD ist, dass sie den Gepäckträger etwas verlängert haben, damit auch 2 Kindersitze drauf passen mit so seitlichen Klemmbacken. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, aber wie soll ich die da drauf machen? Diese Sitzpolster lassen sich einfach mit Klett entfernen und einfach hier drauf bappen und somit ist das Rad wirklich super variabel und sehr schnell transformierbar. Ebenfalls transformieren lässt sich das Rad mit diesen 3 Löchern hier. Die sind auf jeder Seite vertreten. Da lässt sich zum Beispiel eine Anhängerkupplung hier einfach montieren oder es gibt auch ein Zubehör, um zum Beispiel eine Anhängerkupplung weiter hinten zu montieren oder ein ganzes Fahrrad mitzunehmen. Aber der Award fürs wildeste Zubehör geht wahrscheinlich an das hier. Das Clubhouse Ford. Das ist echt besonders, denn es war der erste 360-Grad-Wetterschutz für ein Longtail. Das besteht im Wesentlichen aus 2 Komponenten. Einmal dem Storm Shield und dann darunter auch der Storm Box. Das Storm Shield ist so eine Art Schutzzelt, was oben aufs Clubhouse draufgespannt wird und es funktioniert auch ohne die Storm Box darunter. Das ist komplett wasserabweisend, hat große Fenster links, rechts, vorne und auch hinten und ist hier hinten dann auch noch mit diesen großen gelben Details ausgestattet, damit diese ganze Konstruktion eben auch nachts möglichst sichtbar ist. Um Kinder reinzusetzen, muss man natürlich dann die Seiten hier öffnen. Das geht dann von hier unten. Dann kann man es hier so rüberwerfen und man kann noch die Seiten komplett aufrollen, um auch das ganze Jahr auch bei gutem Wetter mit Kindern unterwegs zu sein und damit sie jetzt auch hier verhältnismäßig leicht reingehoben werden können und man sie hier hinsetzen kann. Und darunter die Stormbox, die ist auch ziemlich interessant und die war, als sie rauskam, ebenfalls ein Novum. Damit wird ein Longtail genauso praktisch wie ein Long John. Da kann man nämlich auch einfach Sachen reinschmeißen, ohne dass sie rausfallen und ohne dass man sie irgendwie zusätzlich noch irgendwie am Rad verstrapsen muss. Wir können ja auf der Seite dann ebenfalls wieder reflektierende Details sehen. Also eine ziemlich sinnvolle Möglichkeit, um so ein Fahrrad auszustatten und zu erweitern, wenn man normale Packtaschen nicht so unbedingt für geeignet hält. Und wenn es dann regnet, sind hier erstmal auf der Unterseite Ablauföffnungen drin, sodass Wasser auch wieder rausfließen kann. Aber dann gibt es auch noch diese Hülle und dann kann man das ganze Ding komplett schließen. Auch ein Schloss lässt sich hier durch diese kleinen Ösen ziehen, sodass das vor sämtlichen Blicken auch geschützt ist. Also eine ziemlich coole Möglichkeit, um Sachen hier in einem Longtail gut verstauen zu können. Und mit diesen Zubehörteilen lässt es sich dann auch im kalten Restwinter im Tern GSD aushalten. Meine beiden Mitarbeiter, die Säcke, sitzen jetzt hier schön in der Eurobox, in der Stormbox, sind also vor Wind und Wetter geschützt. Und wir gucken jetzt mal, wie sich das Fahrrad fährt. Der erste Test, den wir stets machen, ist natürlich der Beschleunigungstest von 0 auf 25. Wir sind in der höchsten Unterstützungsstufe im Turbomodus. Wir sind im kleinsten Gang und wir legen jetzt mal los. Ja, und 25 km/h. Mit diesem Fahrrad hat der Motor wenig Probleme. Er ist natürlich hörbar, und die Schaltung und die Gänge hauen richtig schön rein hier. Aber die Beschleunigung ist amtlich. Es fühlt sich jetzt nicht ganz so brachial an
wie bei anderen Lastenrädern mit Kettenschaltung. Aber die Leistung mit dem Bosch Performance CX Motor bzw. dem Cargoline Motor ist natürlich über alle Zweifel erhaben. Jetzt kann man hier ziemlich entspannt fahren. Wir wollen aber gleich mal sehen, wie sich das Rad am Vergleichsberg schlägt, am mächtigen Jerusalemsberg. Also bummelig 200 Watt Leistung, 80 Umdrehungen pro Minute. Wir sind bei 21 km/h Grundgeschwindigkeit und mal sehen, wie langsam wir werden. Jetzt muss ich aber ein bisschen runterschalten, noch einmal runterschalten. Okay, 16,2, 16,3 km/h. Das ist langsamer als bei anderen Rädern mit einer Kettenschaltung. Natürlich, wenn man am Berg wohnt, dann bietet diese Kassette genug Bandbreite auch nach unten, um auch stärkere Steigungen hochzufahren, aber dann offenbar nicht ganz so super schnell. Die Sitzposition empfinde ich als sehr angenehm. Ich habe jetzt so eine Mischung aus Sportlichkeit und Entspannung. Und wenn man jetzt hier so ein bisschen reinlehnt in die Kurve, dann fühlt sich das Fahrrad sehr natürlich an. Was jetzt auffällt im Vergleich zu anderen Longtail-Lastenrädern, dass das Heck trotz der Beladung hinten drauf nicht so sehr nachzieht. Es sind ja 40 Kilogramm etwa hinten drauf, inklusive Kamera etc. Und der ganze Rahmen fühlt sich sehr steif an. Die Lenkung ist auch agil abgestimmt. Und wenn man jetzt hier loslässt, dann kommt es aber relativ schnell zu einem Aufschaukeln. Die Sitzposition empfinde ich mit 1,96 Meter als sehr angenehm. Ich könnte noch mal eine ganze Ecke aufrechter sitzen, aber ich mag das, so etwas sportlich unterwegs zu sein, aber nicht zu sportlich. Und auch im Vergleich zu dem Vorgängermodell ist hier der Platz nach hinten zu dem Storm Shield noch etwas größer geworden, sodass ich hier auch angenehmer sitzen kann und das Storm Shield mich nicht so nach vorne drückt. Also insgesamt sehr angenehme Sitzposition und auch sehr angenehmer Lenker, sowohl von der Form als auch von der Breite. Ist es Gravel-Touren-tauglich? Das wollen wir jetzt mal sehen. Okay, die Bremsen spielen hier eine echt gute Rolle. Das Fahrrad lässt sich präzise steuern. Und man kann es auch gut reinlegen. Die Federung macht aber einen guten Job. Und dadurch, dass die Reifen auch so dick sind, ist es doch ziemlich angenehm hier drauf. Plus natürlich noch die Federsattelstütze. Und wir wollen jetzt mal sehen, wie leicht das Anfahren am Berg ist. Kleinster Gang, höchste Unterstützung. Und gucken wir mal, wie einfach das geht. Und los geht's. Ja. Sehr einfach. Nach einem kurzen Moment, bis der Motor unterstützt, muss man ein bisschen stärker reintreten, aber dann ist er ganz schnell da und die Übersetzung ist tatsächlich klein genug, um langsam auf stärkere Steigungen hochzukommen. Da haben natürlich Kettenschaltungen einen deutlichen Vorteil gegenüber einer Enviolo zum Beispiel. Jetzt hier bei flacher Straße sind so leichte Resonanzgeräusche hörbar, sowohl von dem Motor als auch von den Reifen. Ich schätze auch mal durch dieses große komplett geschlossene Schutzblech einmal rundherum. Ja, und auch das Auf- und Absteigen gelingt beim Turn GSD wieder einfach, weil es einen niedrigen Einstieg hat. Das Fahrrad lässt sich einfach auch aufrecht halten und das Schieben dann ist ebenfalls kein Problem. Man muss sich trotzdem daran gewöhnen, also das Fahrrad ist nach wie vor sehr kompakt. Das heißt, wenn man es schiebt, dann kommt man doch regelmäßig hinten gegen das Klapphaus. Da muss man also ein bisschen dann aufpassen. So, und dank dieser sehr kleinen Grundübersetzung ist auch das Fahren ohne Motor kein Problem. Ich kann hier mit einer recht hohen Trittfrequenz von so 60 Umdrehungen pro Minute knapp 7 km/h fahren. Und natürlich auch solche Sachen wie enge Kehren sind auch mit der neuesten Version des Turn GSD gar kein Problem. Und ein wichtiges Kriterium, um den Komfort zu beurteilen, ist natürlich Kopfsteinpflaster. Und da muss ich sagen, fährt das Rad wirklich sehr angenehm rüber. Einmal durch die Federsattelstütze, aber auch die breiten Reifen tun ihr Übriges. Und auch die Federung vorne, das fährt sich wirklich äußerst angenehm. Und wir haben ja noch eine weitere besondere Ausstattung hier bei dem brandneuen GSD S10. Und das ist ABS. 4,10 Meter Bremsweg aus 25 km/h. Hier auf Schotter, dank ABS. Und das Fahrrad ließ sich wirklich ohne Probleme auf Spur halten und kontrollieren. Nochmal ein neuer Check hier auf loserem Schotter. Das ist echt gut. Aber wir wollen natürlich mal sehen, wie gut die Bremse funktioniert auf Asphalt aus 25 km/h. Schöne trockene Strecke jetzt. Gefahrenbremsung da vorne an der zweiten Linie sieht man jetzt nicht so gut. Und
4,30 Meter Bremsweg aus 25 km/h. Das Hinterrad ist ziemlich stark gerutscht. Das Rad ließ sich aber komplett kontrollieren. Also es blieb die ganze Zeit gerade. Die Bremshebel sind sehr angenehm breit und, was ich auch finde, dass die Modulation der Magura-Bremse einfach eigentlich unübertroffen ist. Das ist richtig gut. Es sorgt natürlich auch dafür, muss man sagen, dass sich der Bremsweg minimal verlängert. Dadurch, dass halt die Bremse an- und ausgeschaltet wird. Gerade hier bei solchen Untergründen ist das sehr viel wert, ABS zu haben. Jo, so fährt sich die neueste Version des Tern GSD. Und was wir nach ein paar Wochen davon halten, dafür gehen wir jetzt zurück ins Studio. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendjemandem in den letzten Wochen aufgefallen ist, dass es sich hier um ein brandneues, unveröffentlichtes Tern GSD handelte. Auf jeden Fall hatten wir eine gute Zeit damit. Ihr findet natürlich eine komplette Bewertung anhand der Radelbande-Bewertungsmatrix unten in der Videobeschreibung. Jetzt wollen wir mal über 3 Dinge sprechen, die uns besonders gut gefallen haben und 3 Dinge, die uns weniger gut gefallen haben. Und wir beginnen mit letzterem. Der erste Punkt ist, wenn ihr in Deutschland das neue Tern GSD mit smarten System von Bosch haben wollt, dann seid ihr auf das Modell mit Kettenschaltung angewiesen. Der zweite Punkt ist, wenn ihr während der Fahrt mit dem Tern GSD den Lenker loslasst, dann fängt es an, sich aufzuschaukeln. Je nach Beladungssituation mal mehr, mal weniger, aber es ist immer da. Also gut den Lenker festhalten. Freihändig fahren ist ja eh nicht erlaubt. Und der dritte Punkt ist, dieses Fahrrad ist ziemlich laut. Sowohl das Abrollgeräusch, das Schaltgeräusch als auch das Motorengeräusch und viele bewegliche Teile sorgen dafür, dass es immer mal wieder knallt, klappert und brummt. Und auch dank dieses großen Resonanzkörpers hier. Allerdings ist das Tern GSD auch in der 3. Generation insgesamt ein hervorragendes Lastenrad. Und das liegt an folgenden 3 Punkten. Der erste wäre die geniale Sitzposition. Sowohl ich mit 1,96 Meter als auch Lea mit 1,62 Meter finden hier eine optimale Sitzposition. Und zwar ohne wahnsinnig viel verstellen zu müssen, sondern einfach Sattel hoch und runter, Lenker so leicht verstellt und schon sitzen alle möglichen Leute in allen möglichen verschiedenen Größen richtig gut. Und man kann auch mal 2 Meter oder 2,5 Meter groß sein, um auf diesem Rad gut zu sitzen, auch dank dieser 130 Kilogramm Gewichtsfreigabe. Das ist ziemlich cool. Der zweite Punkt ist, das Zubehör macht das Lastenrad. Und da ist Tern wirklich ungeschlagen. Ein riesiges Portfolio verschiedensten Zubehörs für die unterschiedlichsten Anwendungszwecke. Da sollte wirklich jede und jeder fündig werden. Und jetzt gibt es auch noch ein paar Ergänzungen zu dem bereits sehr großen Zubehörprogramm in Form eines neuen Sonnen- und Regenschutzes. Und dann gibt es auch noch einen neuen Schutz für hier hinten, damit auch ein Anhänger zum Beispiel nicht vollgesaut wird. Also das sind so Details, wo Tern auch immer weitermacht und sich selber immer weiter verbessert und neu erfindet. Und der dritte Punkt ist, Tern ist hier keinerlei Kompromisse eingegangen. Sie verorten das Bike, das neue GSD, im Premium-Bereich. Dementsprechend ist natürlich auch der Preis ausgestaltet, aber dementsprechend ist auch die komplette Ausstattung des Fahrrads, die Verarbeitungsqualität, die eigenen Felgen zum Beispiel. Sie haben nirgendwo irgendwelche Einsparungen vorgenommen, die man im Detail vielleicht nicht so sieht, sondern es ist wirklich alles aus dem obersten Regal und wirklich alles sehr sauber verarbeitet. Aber für wen ist es jetzt geeignet, das neue Tern GSD? Es ist dann für euch das richtige Bike, wenn ihr ein sehr komfortables, sehr stabiles und kompaktes Lastenrad sucht, mit dem ihr auch vielleicht die ein oder andere erwachsene Person mal mitnehmen könnt oder einen regelmäßigen Wechsel zwischen den verschiedenen Anwendungszwecken habt, denn dieses Bike lässt sich, wie gesagt, mit dem ganzen Zubehör komplett auf eure eigenen Bedürfnisse ausrichten. Es ist auch dann das richtige Bike, wenn ihr wirklich was haben wollt, was langlebig ist, womit ihr sehr sicher unterwegs seid, durch diese vielen reflektierenden Details, durch das ABS etc. Und wenn ihr selber auch Menschen seid, die keinerlei Kompromisse eingehen wollen. Also das Tern GSD ist wieder ein GSD durch und durch. Und sie haben im Detail doch deutlich mehr Änderungen umgesetzt, als es auf den ersten Blick sichtbar ist. Und das ist eben auch cool, dass das alte Bike jetzt nicht plötzlich komplett veraltet ist, aber man spürt den Unterschied. Aber was haltet ihr jetzt von dem neuen Tern GSD? Schreibt es mal unten in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefällt und wenn ihr dabei sein wollt, wenn die Radelbande das nächste Mal auf Tour ist, dann abonniert den Kanal. Tschüss, bis dann.